Wir stehen hier jetzt vor deiner Wohnungstür. Wann warst du das letzte Mal hier? In der vorletzten Nacht von den 10 Nächten, weil ich habe eigentlich dann angefangen, ETKF zu machen und dann... Also du hast noch absolut keine Ahnung, wie es da drin aussieht, ob du überhaupt reinkommst, ob es versiegelt ist? Genau. Okay. Also die untere Tür wird wohl auf sein. Ich begleite Abdurrahman in seine Wohnung. Einen Tag nach der Razzia, einen Tag nachdem das Verbot über Ansar International verhängt wurde. Den Eingang zur Wohnung machen wir aus Sicherheitsgründen unkenntlich. Okay. Ist nix. Okay. Und wie fühlt sich das jetzt an für dich? Ich bin verwundert, weil es ist nix. Das letzte Mal war das ja komplett gebrochen. Und da war ja hier so ein, da war wie so ein Flicken drauf. Einfach ein Holzbrett draufgenagelt. Über das Loch. So, und dann war aber auch ein anderes Schloss. Da musste man erstmal Schlüssel abholen gehen beim Präsidium. Das sieht so aus, als ob die nicht da waren. So, ne? Ja doch, es ist ein bisschen verrückt. Doch, doch. Da war jemand. Die waren hier. Das ist verrückt und so. Das ist jetzt ein bisschen geistermäßig für mich. Weil man sieht, es ist alles verrückt und es ist alles verschoben. Hier die Korane und so. Mushaf. Und die Sachen sind auf. Aber man sieht, glaube ich, also ich frage mich jetzt gerade, wie sind die reingekommen? Weil hier war keiner. Wie sind die reingekommen? Weil das letzte Mal war auch keiner hier, bei der letzten Razzia. Ach, hier steht noch. Das muss von der Polizei sein. Bad, Quelle 2, Objektiv, Wohnanschrift. Ist es nicht irgendwie beängstigend zu wissen, da waren Leute drin und haben im Privat... Das ist beängstigend, klar, das ist beängstigend. Andererseits finde ich das irgendwie auch besser, als wenn meine Tür jetzt kaputt ist und ich mich jetzt wieder drum kümmere. Wir mussten letztes Mal, das ist so eine Sonderanfertigungsmaß. Das gab es nirgendwo unter 700 Euro. Nein, du musst das selber bezahlen? Ja, und wir haben 2 Monate ohne Tür gelebt. Diese Hausdurchsuchung ist nicht die erste. Bereits 2019 wurde mit massiver Gewalt und Sachbeschädigung diese Wohnung durchsucht. Und nicht nur das. Die haben letztes Mal in der Toilette war so eine Kotladung drin und war nicht abgespült und da war auch der Toilettendeckel rausgerissen und letztes Mal war ja der Boden hier auch rausgerissen. Auch in islamischen Sachen waren so Schmier dran. Wir haben gerochen, wir konnten es nicht identifizieren. Irgendwas war dran. Aber dieses Mal ist alles sauber. Spürt, dass jemand hier war. Ich meine, das Bild war sicher nicht... Nee, war nicht so schräg. Das war ja auch vorher fest. Was mich halt jetzt so stutzig macht. Einerseits, ich finde das echt cool. Vielen Dank. Wirklich an die Polizei. Dass das so sauber ist und dass das so gut ist. Denkst du, das ist verwandt hier? Bestimmt. 100 Pro bei mir, 100 Pro. Das ist gut. Finde ich gut. Aber komisch, wie man reingekommen ist. Wo die Tür nicht kaputt ist. Wir waren ja nicht da. Und wie erklärst du dir denn jetzt, dass sie dieses Mal... Ja, erkläre ich mir ganz klar dadurch, dass die in all unseren Objekten immer die Erfahrung machen, da ist nichts. Das ist alles ein Showprozess. Das ist eine Show, ihr müsst euch das mal vorstellen. Rechnet das mal hoch. 80 Objekte. Also ich habe das letztes Mal gerechnet. Dieses Mal waren es 80 Objekte. Bei der 2019er Razzia 90 Objekte. Bei jedem Objekt kommen 30, 40 Beamte. Das sind 3600 Beamte an einem Tag, die man durch die BRD schleudert. Ich weiß nicht, ob man das für Pablo Escobar auch gemacht hat. Aber 3600 Beamte, die trainieren für diesen Event wochenlang. Ich habe es mal ausgerechnet, wenn ein Beamter davon nur 100 Euro pro Tag kriegt, und ich bin mir sicher, solche Top-Beamte kriegen mehr, das sind 760.000 Euro Steuergeld. So. Aber denkst du dir nicht, warum sollten sie 760.000 Euro verschwenden, wenn sie da absolut keinen Verdacht hätten? Ich meine, finanzierst du Terror? Nee, ich finanziere natürlich keinen Terror. Wenn ich Terror finanzieren würde, würde ich hier nicht stehen. Und das kann dir jeder Jurist und auch jeder Journalist kann dir das bestätigen. In Deutschland, du gehst für kleine Beträge einfach mal so mir nix, dir nix, gehst einfach mal so über die Nacht rein und dann kannst du dich von drinnen verteidigen. Aber woher nehmen sie, ich meine, irgendwas müssen sie ja haben, auch wenn es aus den Fingern herausgezogen sind. Ja. Wie gestalten sich ihre Beweise?
Es gibt ja gar keine Beweise. Wenn es Beweise geben würde, dann würde ich ja, wie gesagt, hier nicht stehen. Es gibt diese Verdächtigungen und die fokussieren ja auf zwei Dinge. Es gibt ja einmal diesen Nusra-Vorwurf. Der Nusra-Vorwurf geht zurück auf die Aussagen von einer Dame, die in einem Sorgerechtsstreit mit einem Helfer von Ansar, die haben 19 Jahre Ehe gehabt, die haben sich getrennt, am Ende geschieden und die haben einen Sorgerechtsstreit gehabt und sie hat ihm schon gesagt, ich mache dich fertig und dein Arbeitgeber auch. Die hat Ansar dafür verantwortlich gemacht, dass ihre Ehe kaputt ging, weil er hat das größte Waisenhaus von Syrien aufgebaut und ist dementsprechend oft gereist. Wäre es denn nicht vielleicht etwas für Ansar gewesen, zu sagen, okay, wir trennen uns auf offizieller Seite von diesem Mann, damit diese Verbindung von Ansar und Nusra gekippt werden kann? Nö, weil erstens, wir hätten uns das nicht vorstellen können. Das war eine Person, die hat selber Geld gesammelt für Ansar zu diesem Zeitpunkt. Das war seine Ehefrau. Wir hätten uns das nicht vorstellen können. Wir haben gedacht, ach komm, die beiden da, die haben ja ihren Ehekrieg. Wir haben damit nichts zu tun. Wir gehen nicht in Ehe rein. Auch wenn die den Krieg hatten, irgendwie um die Hilfe, weil sie hat ihm die Bedingung gestellt, du darfst nicht mehr reisen, entscheide ich oder die Waisenkinder. Und er hat gesagt, weißt du was, ich gucke den Waisenkindern in die Augen, ich kann nicht Nein sagen. Ich will den Kindern helfen. So, wir hätten niemals gedacht. Und sie hat ihm schon angesagt, ich werde dich fertig machen, ich werde dich in den Knast bringen. Und er hat schon zu ihr gesagt, wie willst du das machen? Und sie hat gesagt, ja, du bist Syrienreisender, ich brauche nur sagen, irgendwas mit Terror. Schon bist du weg. Die Anschuldigungen dieser Frau dienten schon 2019 als Grundlage für die gegen Ansar International gerichteten Hausdurchsuchungen. Doch an der Glaubwürdigkeit dieser Aussage gab es auch seitens der damals ermittelnden Staatsanwaltschaft Zweifel. Dieser Vorwurf bestand ja schon seit 2019 bei der ersten Razzia. Und da war ich auch hier in Düsseldorf und habe darüber berichtet. Und ich hatte diese Ehefrau fast vor der Kamera. Ich habe Stunden damit verbracht, mit ihr zu sprechen. Sie hat mir dann in letzter Sekunde abgesagt. Und so, wie ich es verstanden habe, trug sie mal Niqab. Die hat früher Niqab getragen. Dann hat sie diese Aussagen gemacht. Dann haben wir kurz danach gehört, sie trägt keinen Niqab mehr. Und später haben wir dann halt durch dieses Gutachten, was über sie erstellt wurde, haben wir erfahren, dass sie als Prostituierte angestellt ist in irgendeinem so großen Etablissement in Deutschland. Und das war auch wohl ein Grund. Sie hat da auch andere Männer noch wegen Vergewaltigung angezeigt. Und da wurde die Staatsanwaltschaft so hellhörig. Die haben gesagt, Moment mal, die zeigt nicht nur den an wegen Vergewaltigung, sondern noch andere. Das scheint irgendwie komisch zu sein. Ihre Aussagen über ihn auch, alles hat nicht hingehauen. Mal war es der Raum, mal war es der Ort, mal war es die Summe, mal war es die Summe, mal war es Sommer, mal war es Winter, mal war es Frühling. Das war alles nicht passend. Und dann haben die ein psychologisches Gutachten über sie angefordert. Und dem ist sie natürlich auch nicht nachgekommen, weil ich meine, wenn du 7 Aussagen machst, 14 Seiten, und du lügst dir einfach frei aus der Seele raus, um Menschen zu schaden, dann weißt du, dass du beim Gutachten Macht dich das nicht extrem wütend, dass wegen so einer banalen Sache, wegen so einem Rosenkrieg, wegen wahrscheinlich einer instabilen psychischen Frau, die sich trennen wollte, was auch immer, dass das diese Konsequenzen hatte? Ja, das ist so sehr traurig. Und skandalös. Also, wobei ich jetzt auch gar nicht so der Mensch bin, der sozusagen so jetzt schadenfroh da auf die Frau blickt. Ich bin auch keiner, der also sagt, ja, das finde ich jetzt toll, dass sie da, was weiß ich. Ich würde mir sogar wünschen, die Frau kommt mit ihrem Leben klar, aber lässt die Menschen in Ruhe. Ansar International führt weltweit Hilfsprojekte durch. Auf der Webseite ist von 5000 Bauprojekten die Rede. Darunter Krankenhäuser, Waisenhäuser und Schulen. Es ist das Lebensprojekt von Präsidenten Abdurrahman, das nun in Trümmern liegt. Ich frage ihn, wie es ihm damit geht. Mir geht es dementsprechend schlecht, weil die ganze Arbeit, die ganzen Jahre dreht es sich für mich eigentlich nur um den Verbleib von den Bedürftigen und denen sehe ich jetzt in Gefahr. Also wie es mir geht, ist für mich auch nur sekundär wichtig. Aber wie es denen geht, ist für mich primär wichtig. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Hilfsorganisation zu gründen, die weltweit aktiv ist? Ich habe schon glaube ich habe das in meinem Blut gehabt. Ich bin, als ich 12,5 war, bin ich abgestochen worden hier. Das sieht man hier.
von Leuten mit rechtem Hintergrund. Unsere Schulklasse wurde überfallen. Da wurde auch einem Mädchen mit Pistole direkt an der Schläfe abgedrückt und die hat bis heute so eine 2 Zentimeter lange tiefe Narbe, eine Türkin. Das hat mich geprägt. Danach bin ich zur Antifa gegangen, bin von zu Hause abgehauen, habe 1,5 Jahre auf der Straße gelebt in Berlin, Hannover und Düsseldorf und habe in der Hausbesetzerszene war ich aktiv und war eigentlich auf Jagd nach Nazis und mit der Antifa quer durch Deutschland eigentlich nur Schlägerei mit Rechtsradikalen gehabt. Irgendwann kam dann die Religion in mein Leben. Wie alt warst du da? Ich habe mich mit 16 Jahren aktiv sozusagen bewusst auch für den Islam entschieden. Aber alle meine Freunde waren eigentlich Kriminelle und ich eingeschlossen. Und wir, ja, genau. Und wir wussten nicht, wie man betet. Wir wussten auch nicht, dass Beten Pflicht ist. Irgendwann haben wir dann einen Pierre Vogel-Vortrag gesehen und hat dann erklärt, das kam so 2008, da kamen so die ersten deutschen Vorträge, die da waren. Ja, dann habe ich dann gesehen, wie er halt gesagt hat, dass die Sahaba, radiallahu anhum, eine Meinungsverschiedenheit hatten, ob derjenige, der überhaupt nicht betet, ob derjenige, der nicht betet, ob er überhaupt Muslim ist. Ja, und dann habe ich gemerkt, oh Gott, vielleicht bin ich kein Muslim. Dann habe ich meine ersten Gebete gemacht. So. Und dann fing das an. Dann war ich aber erstmal so das, was man heutzutage, ich mag diese Begriffe nicht, aber dann war ich erstmal so das, was man heutzutage so als Jumma-Muslim bezeichnet oder so. Ich war so freitags Muslim, montags bis donnerstags Rapper und so war das so aufgeteilt. 2011 bin ich auf Hajj gegangen, da wurde alles ernst. Dann bin ich wiedergekommen, dann war ich richtig am Praktizieren. Ein Jahr später hat sich Ansar gegründet. Und wir haben immer Straßenkinder, die es auch in Düsseldorf gab, wir haben immer mit den Geldern, die wir damals noch auf schlechteren Wegen verdient haben, wir haben den Hotelzimmer gekauft, wir haben die aufgesammelt, wir haben den Pennern geholfen, wir haben immer so eine Ader gehabt. Nicht nur Häuser und Vereinslokalitäten wurden durchsucht und versiegelt, sondern auch die Geschäfte des Vereins, darunter der Umma-Shop. Ja, das ist der Umma-Shop. Da waren wir damals bei der Existenzgründung beteiligt. Der hat sich dann irgendwann mal outgesourced. Der hat eigentlich jetzt einen eigenen Besitzer gehabt und war eigentlich selbstständig. Die Schließung hat nicht nur Konsequenzen für die Bedürftigen, sondern auch für die Angestellten, die jetzt auf Sozialleistungen angewiesen sind. In Deutschland, wie du das ja vorhin schon angesprochen hast, da sind ja, inzwischen hat Ansar ja Angestellte gehabt. Da sind ja viele jetzt arbeitslos geworden. Also von einem auf den anderen Tag. Also das heißt, Islamophobie kostet dem Staat auch Geld, weil die landen früher oder später beim Hartz IV. Bundesinnenminister Seehofer ist der Meinung, Ansar missbrauche die Spenden, um den Terror zu finanzieren. Der Vorwurf Hamas, finanzielle Unterstützung der Hamas in Gaza. Der Vorwurf Hamas ist genauso haltlos, den gab es noch nie gegen Ansar International. Der wurde nur medial so richtig groß aufgegriffen. In Wirklichkeit war der Vorwurf Hamas gegen einen ganz kleinen Verein, WWR Help e.V. Seid ihr nicht rechtlich dagegen vorgegangen? Alles. Nein, wir sind rechtlich dagegen vorgegangen, deswegen aus dem Verfassungsschutzbericht ausgetragen zu werden. Wir sind seit 2019 mit der Kanzlei Höcker, solche riesigen Pamphlete und Wälzer gibt es, wo darüber geklagt wird, über diesen Hamas-Vorwurf. Das geht immer hin, her. Da gibt's bis heute überhaupt gar nichts. Das wird einfach genauso wie das mit der Ex-Frau. Das sind zwei Sachen, die erstmal keinen Gehalt haben und die einfach, das sind Witznummern. Ja, und diesen Verein WWR, das ist auch nicht unser Tarnverein, den gab's vorher schon. Was wir ganz offen kommunizieren, na klar, irgendwann hat der Verein WWR auch kein Konto mehr bekommen. Und wir sind auf den Clou gekommen. Hey, um weiterarbeiten zu können, braucht man ja einfach nur neue Vereine öffnen. Warum habt ihr das nicht von Anfang an gemacht? Weil wir es nicht wussten, dass das geht. Also sage ich, okay. Und dann wurde das halt ein paar Mal auch gemacht. Da wurde ein Verein gegründet mit dem Ziel, den hilfsbedürftigen Projekten von uns im Ausland zu helfen, weil wir kein Konto mehr bekommen haben. Und wir als Ansar sind dann eigentlich mehr als Werber aufgetreten. Wir haben gesagt, überweist an die. Wir haben das auch öffentlich auf unsere Webseite gesetzt, diese anderen Konten. Überweist dahin. Die spenden an die Projekte im Ausland. Und wir haben das überwacht sozusagen. Und das hat auch immer stattgefunden. Und das wäre alles gar nicht nötig gewesen, wenn man euch nicht unbegründet Kontos gesperrt hätte. Richtig. Da wäre nicht nötig gewesen. Das Bundesinnenministerium schreibt auch, dass aus Deutschland Kinder in ausländische Einrichtungen geschickt würden, um salafistische, extremistische Inhalte zu verinnerlichen. Das habe ich in meiner Stellungnahme, gestern bin ich drauf eingegangen. Ich weiß nicht, woher man sowas, kann man sich ja nur aus den Fingern ziehen. Also da steht ja im Verbotsbeschluss auch drin. Da steht drin,
Sie bringen unsere Kinder in andere Länder, um sie salafistisch zu indoktrinieren und die kommen dann wieder. Das ist ja unmöglich. Es gibt keinen Flughafen in Deutschland, wo man Kinder verschicken könnte, ohne ihre Eltern. Das ist unmöglich. Und die Ansar-Reisenden, die sind fast alle Ende 30, Mitte 40. Ob das Verbot Bestand haben wird, muss sich vor Gericht zeigen. Ansar geht gegen das Verbot juristisch vor. Tausende Muslime spendeten jährlich an Ansar International. Dieses Geld floss mehrheitlich in Hilfsprojekte im Ausland. Wie soll es nun weitergehen? Das sind Millionenbeträge, die, und das ist jetzt dann die Frage, eigentlich den Muslimen und den islamischen Organisationen hier in Europa fehlen. Es gibt viele Moscheen, Vereine, die schließen mussten aufgrund von Corona-Maßnahmen. Vereine, die nicht mehr überleben können, weil die Leute das Gefühl haben, wenn ich ins Ausland spende, wenn ich diesen armen Kindern 50 Euro gebe, dann macht das was mit ihren Seelen und dann lösen sie sozusagen das schlechte Gewissen, das sie haben. Währenddem der Islam hier in Europa aufs Krasseste ausgerottet wird. Ich sage nicht, es kann das jetzt dieser Verbot nicht auch irgendwie ein Neustart sein, um zu überlegen, wie können wir den Islam hier in Europa mal festigen oder stützen? Ja. Weil das sind Millionenbeträge. Ich sehe das ein bisschen anders und teilweise gleich. Also man sieht es eigentlich an unserer Arbeit, dass wir nie nur im Ausland gearbeitet haben, sondern dass wir immer in Deutschland diese Rechtshilfe gemacht haben. Wir haben eigentlich ja so viele Fälle schon angenommen und die rechtlich beraten und denen Anwälte gezahlt, bis die FIU das sozusagen zu ihrem Hauptthema gemacht hat und das jetzt auch, diese Achse gibt es jetzt sozusagen in Deutschland. Und wir konnten uns dann auf unsere Hilfsprojekte viel besser noch konzentrieren, als es die dann gab. Aber wir haben das auch schon gemacht gehabt vorher. Wir haben auch investiert in Deutschland. Wir haben auch Hilfsprojekte in Deutschland gemacht. Das ist nicht so, dass wir uns nur auf Ausland fokussiert hätten. Was Moscheen angeht, ja, wir haben auf unserem Server jetzt, den man wahrscheinlich da irgendwo wegtransportiert hat, da haben wir ein Video drauf, Moscheehilfe wegen Corona. Aber das ist ein strukturelles Problem, das könnte man lösen. Aber was man nicht lösen kann, sind die Millionen von Gelder, die ins Ausland fließen, die hier aber fehlen. Die hier fehlen, zum Beispiel eine große Kampagne gegen die Islamophobie aufzuziehen. Ich habe gesehen, die FIU möchte 500.000 Euro. Ist das Geld, was ihr braucht? Braucht ihr 500.000 Euro, um diese Rechtsfälle zu gewinnen? Nein. Die haben den Pool so hoch gesetzt, weil die wollen vorbereitet sein auf, das kennen wir ja auch, wir haben zum Beispiel den Katastrophen-Nothilfefonds gehabt fürs Ausland. Man kennt das aus der Arbeit, das kennen die auch aus der Arbeit, genauso wie wir. Es passiert eine Katastrophe und wir sind nicht vorbereitet. Also muss man vorbereitet sein. So. Und wir sind nicht ihr einzigster Fall. Wir sind jetzt vielleicht ihr größter und teuerster Fall, aber nicht ihr einzigster Fall. Und unsere Anwaltskosten, die werden auch nicht alle unsere Anwaltskosten in verschiedenen Fächern übernehmen, sondern die bezüglich des Vereinsverbots, um dagegen anzugehen. Wie viel wird das ungefähr kosten? Wir denken, das wird sich so um die 100 drehen. Ja, so 60, 70, 100, das kann man schlecht voraussehen, aber so ungefähr so denken wir, wird sich das so um diesen Dreh drehen. So. Und da die noch andere Fälle haben, haben die so einen Katastrophenfonds eingerichtet. Das Problem ist, glaube ich, wir haben einen Gehirnfehler manchmal, wir Muslime. Wir haben ja selbst Inlandsprojekte aufgerufen, aber die Leute spenden kaum dazu. Aber das ist der Punkt, was ich mir glaube, sie bereinigen ihr schlechtes Gewissen, indem sie sagen, ich baue lieber einen Brunnen in Afrika und verstehen nicht dadurch, dass sie eigentlich auch viel Gutes hier machen können. Das ist ein allgemeines psychologisches Problem, das wir sogar von Ausland zu Ausland sehen. Der Muslim, wenn er ans Spenden denkt, das hat nichts mit Ausland und Inland zu tun, meiner Meinung nach. Das hat was mit einem psychologischen Defekt zu tun, den wir alle haben. Wenn wir Muslime ans Spenden denken, denken wir nur an zwei Sachen. Moschee bauen, Brunnen bauen. Wir denken nicht daran, dass vielleicht die Moschee, die du baust, für immer leer sein wird, wenn du keine Schulen baust, wenn du die Kinder nicht von der Straße holst und ein Waisenhaus baust. Wir denken nicht vielleicht daran, dass wir in 10 Jahren nicht mehr spenden werden, weil wir in Europa ausgerottet werden, weil wir in Europa auch solche Rechtshilfefonds haben müssen, weil wir in Europa vielleicht Stipendien für Rechtsanwälte, die intelligentesten aus unserer Oma, dass wir vielleicht Stipendien für die fördern müssen. Wir denken zu kurz. Und da klären wir seit Jahren auf. Ich glaube, dieses Opposite-Problem ist nicht zwischen Ausland und Inland, sondern dieses Opposite-Problem ist, denke ich immer nur an mein Moschee bauen, Brunnen bauen, oder denke ich vielleicht irgendwann auch mal etwas weiter, dass ich
auch um die Moschee zu füllen, auch Waisenhäuser finanziere. Dass ich, um die Moschee zu füllen, auch Krankenhäuser finanziere, weil wenn die Leute alle sterben, gehen die auch nicht mehr in die Moschee. Oder dass ich auch in Deutschland zum Beispiel mich aktiviere in Projekten, so dass es so einen Nothilfefonds gibt oder dass die Leute gute Kameras haben und so weiter und so fort. Was erwartest du jetzt von den Muslimen und den islamischen Organisationen? Wie kann man euch helfen? Erstmal macht Dua alle. Zweitens, macht es bekannt. In eurem Freundeskreis, auf Social Media, überall. Jeder sollte wissen, was da passiert ist. Desto mehr Leute das wissen, desto mehr kann es auch ein Umdenken geben. Dann drittens, spendet auch zur FIU, die sammelt für die Anwaltskosten. Nicht nur auf Social Media erhält der Verein große Solidarität. Auch privat wird Abdurrahman von Nachrichten überhäuft. Da kann man mal drauf finden. Ich kann euch das mal zeigen. Dann könnt ihr auch die obersten Slogans lesen. Ich brauche gar nicht reinskippen in die Nachricht eigentlich. Dann seht ihr schon, was da abgeht. Möge Allah die Menschen recht leiten, die euch falsche Sachen unterstellen wohl. Salam, ich habe auch davon erfahren. Kann ich dir bei etwas helfen? Salam, Bruder, ich hoffe, allen geht's gut. Ich habe wohl davon erfahren. Wir machen alle Dua für dich, deiner Familie, dass du bis jetzt so. Ich wollte dir nur sagen, dass ich viel Dua machen werde. Die ganze Zeit so. Ist das noch die aktuelle Nummer? Also die ganze Zeit, und das geht nur so. Nebst den Solidaritätsbekundungen stellen auch viele die Frage nach der bereits gespendeten Zakatul Fitr. Erstmal, Geld, was du gespendet hast, in dem Moment, wo es deine Hand verlassen hat, ist es bei Allah. Das zweite ist, wir haben bis in die Nacht, besser gesagt, das waren die letzten 10 Nächte, wir haben die Nacht durchgearbeitet vor der Razzia. Alles haben wir die ganze Zeit, ganzen Ramadan über, transferiert, gearbeitet, Ramadan-Pakete ausgeliefert. Wir rechnen im Ramadan anders als sonst ab. Wir rechnen tagesaktuell ab. Wir rechnen 6-mal im Ramadan ab. 2-mal sind wir nicht jetzt dazu gekommen, sondern 4-mal. 4-mal haben wir im Ramadan abgerechnet. Das bedeutet, es ist tagesaktuell, sind eure Spenden so gut wie es geht behandelt worden. Und wie es mit den Bedürftigen weitergeht. Doch dadurch, dass sich Gelder von uns auch, dadurch, dass wir eine sehr große Organisation sind, gibt es Gelder von uns, die sich schon seit längerer Zeit im Ausland befinden. Und auch haben wir bis in die Nacht vor der Razzia ganz normal gearbeitet. Also haben alles entgegengenommen und transferiert. So, das bedeutet, Auch die Spendengelder, die bis dahin ja, das bedeutet, es gibt große Teile von Geldern natürlich noch im Ausland und die Bedürftigen, die werden noch ihre 2-3 Monate Versorgung haben und die Projekte. Aber danach würde es brenzlig werden. Und das, was wir halt jetzt momentan vorhaben, ist jetzt einfach mal uns zu sortieren ein bisschen. Wir haben jetzt das Vereinsverbot da. Wir machen jetzt diese Woche erstmal gar nichts. Erstmal nur Stellungnahme und mal gucken. Ich lebe jetzt gerade wie so ein, selber bin ich wie so ein Obdachloser fast geworden. Weil in der nächsten Woche wollen wir uns mit Anwälten zusammensetzen. Die haben gesagt, da kann man keine Schnellschüsse machen. Man muss sich in Ruhe überlegen, was ist möglich. Sowieso. Beschwerde dagegen ist eingelegt, auch fristgerecht. Das sowieso. Also wir werden dagegen angehen, gegen das Vereinsverbot. Aber sowas zieht sich ja in Deutschland. Bürokratie, weiß ich nicht. Und bei uns zieht man das anscheinend, also wir kennen das ja, man zieht das extra lang. Was macht man bis da? So, mit den Bedürftigen. Wir als Ansar dürfen uns bis dahin nicht mehr als Ansar betätigen. Das werden wir natürlich auch nicht tun. Also, was ist möglich? Und darauf werden wir uns rechtlich beraten lassen und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie bald damit das auch verkünden. Dass Ansar im Fokus der Behörden stand, war seit langem klar. Beweise für die Vorwürfe gab es bisher nicht. Auffällig sind zweifellos die jahrelangen, stets unbewiesenen Vorwürfe der Terrorfinanzierung, eine aggressive Rhetorik des Bundesinnenministeriums und die Bezugnahme zur Muslimbruderschaft, welche in der aktuellen Diskussion um eine Bedrohung Europas durch den politischen Islam das Feindbild schlechthin darzustellen scheint. Ich frage mich, ob es hier tatsächlich um das Verbot einer Organisation geht, die Terroristen finanziert hat, oder doch eher darum, unabhängige muslimische Akteure weiter einzuschränken und zu diffamieren. In jedem Fall sind die Leidtragenden die Bedürftigen, die bisher von Ansar International unterstützt wurden.